willkommen zu meinem Spot-Report in Isolinas im Südwesten von Sardinien. Der Top-Ausweichspot, wenn es euch in Punta Trento zu voll ist oder ihr den voll mal wieder auspacken wollt. Denn in 15 Kilometer Luftlinie Richtung Süden liegt diese breite Bucht, in der man Platz hat ohne Ende. Da die Wassertiefe für alle Windsportarten passt, kommt hier jeder wunderbar auf seine Kosten. Insgesamt habe ich auf meiner Inselrundfahrt mit dem Camper so einige Spots besucht. Und über alle werdet ihr hier auf meinem Kanal einen entsprechenden Spot-Report finden. Aber schauen wir uns die Gegebenheiten erstmal in der Übersicht an. Isolinas überzeugt mit seiner Möglichkeit auch mal wieder zu Windsurfen oder zu Wingfoilen. Der nördliche Spot Porto Botte ist so flach und voller Seegras, dass hier nur Kitesurfen möglich ist. Auch wenn die Lagune direkt hinter dem Strand reizt, so ist dort jegliche Wassersportart verboten. Dieser Bereich gehört der Natur und den beeindruckenden Flamingos. In der Hauptsaison ist der südliche Teil der Bucht den Badegästen vorenthalten. Von der Windrichtung her gehen 180 Grad von Nord über West bis Süd. Die vorherrschenden Windrichtungen sind aber im Frühjahr und Hochsommer der Mistral sowie Poniente, gelegentlich der Südwind Libeccio. Gehen wir mehr ins Detail. Campingplätze findet man hier keine. Man kann aber auf dem Camperparkplatz in der Mitte der Bucht problemlos nächtigen. Wen Tarife interessieren, dann jetzt schon mal den Finger auf die Pause-Taste legen. Wer nähere Infos sucht, sollte in meiner Videobeschreibung den Link zum Buch Einfach Kiten aktivieren. Wer neu im Kite-Business anfängt, kann am Camperparkplatz auch einen Kite-Kurs belegen. Einfach an der Bar fragen. Da man in Sardinien oft ordentlich Strecke vom Parkplatz bis zum Spot zurücklegen muss, hier ein Bonus-Tipp. Ja, ein Helfer in der Not, unser Wägelchen. Wenn ihr in Sardinien unterwegs seid, empfehle ich euch auf jeden Fall, und ihr habt viel Geraffel dabei, wie Anja und ich. Wir haben jetzt hier unser Wingfoil Equipment plus noch Kitesachen dabei. Und da ist es unabdingbar, so ein Ding mit am Start zu haben. Ihr seht, die Wege sind schon erheblich und von daher ist es eine absolute Empfehlung, so ein Teil, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid oder mit einem Bus. Das Ding ist zusammenzuklappen und passt in jede Ecke. Wunderbar. Springen wir aber schnell mal zum Strand, denn da geht's jetzt los und ich nehme euch mal mit aufs Wasser. Ja, hier in Isolinas hat der Mistral wieder eingesetzt und wir haben heute einen richtig schönen Wind, so um die 20 Knoten, und dafür ist auch ein bisschen was los hier auf dem Wasser. Der ausreichende Platz und die fast 100 Meter Stehrevier machen Isolinas zu einem optimalen Spot für Anfänger und Freestyle-Junkies. Hier weiter draußen hat es eine schöne Dünung, die man schön als Kicker nutzen kann. Zum Thema Temperaturen muss man zu Sardinien nichts groß sagen. Ich bin in den 3 Wochen im September nur im maximal 3,2er Neo auf dem Wasser gewesen. Hier im Südwesten hat es eine große Ansammlung an Spots direkt nebeneinander. Portofino, Isolinas. Und noch ein kleines bisschen nördlicher hier, den Spot kann man auch von hier aus sehen, Porto Botte, sowie direkt hinten dran Punta Trento. Eine sehr, sehr schöne Ecke Sardiniens. Und wenn der Mistral im Norden zu heftig ballert, ist man hier unten genau richtig mit einem 9er Kite aufgestellt. Sardinien und Windstatistiken sind wie Surfen ohne Finne, also sehr schwammig bis unmöglich.
Ich habe wirklich noch nirgends erlebt, dass sich das Windgeschehen so schnell verändert wie auf Sardinien. Und an Orten, an denen null Wind gemeldet war, kam plötzlich am Nachmittag eine Thermik, sodass ich mit kleiner Ausrüstung aufs Wasser konnte. Der Vollständigkeit halber noch ein paar Zusatztipps und Infos für windfreie Tage. Jetzt lasse ich einfach nochmal ein paar schöne Bilder sprechen. So, hier endet auch schon mein Spot-Report. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst. Denn auf meinem Kanal findest du alle Infos, wie immer, kompakt verpackt. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne 50 Cent über den Spendenlink in der Videobeschreibung in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot-Report.